Guten Morgen, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht, und den allerschönsten Spezialgast auf dem ganzen Planeten, Dana Rolle. Herzlich Mann, andere Richtung. Ach so, ja gut. Das nächste Mal kriegen wir es auf jeden Fall hin, und vielleicht, wenn wir die 100.000 Abonnenten schaffen, dann kriegen wir es auf jeden Fall hin. Versprochen. Deswegen abonniert jetzt diesen fantastischen Kanal und den fantastischen Spezial-Mobs. Herzlich willkommen, danke, dass du uns besuchst bei dieser fantastischen Reaction. Danke, herzlich willkommen zurück, und man beachte seine Söckchen. Warum riechst du den so gut? Riecht der nach Schlaf? Der riecht ein bisschen nach Schlaf, aber vor allen Dingen nach Mopsi. So. Der ist ein bisschen nass, der hat gerade getrunken. Es ist ja Release Oktober und Comeback Oktober der ganzen K-Pop-Gruppen. Wir haben da einiges auf der Liste, was uns gerade verfolgt, und wir versuchen hinterherzukommen. Heute mit Stray Kids. Leute, bitte nochmal eine Bitte an euch. Wir machen die Videos ja jetzt schon extra auf Deutsch, aber das mit der Translation funktioniert nicht so richtig gut. Da gibt es wenige Menschen, die da Untertitel machen. Es sind 2, 3, die es immer wieder mal machen können, aber eben auch nur sporadisch, und das ist auch genau das Problem. Es wäre halt wirklich schön, wenn es ja jemand findet, der es regelmäßig macht, damit die internationalen Zuschauer da auch noch weiterhin Freude dran haben und wir nicht wieder umswitchen auf English. So, people, please do us a favor. Please! And translate the videos. Vielen Dank. So, auf jeden Fall kommen wir jetzt zu Stray Kids mit Double Knot. Doppelter Knoten oder was? Doppelknoten. So, gucken wir auf die Sprache. Arabisch brauchen wir nicht heute, ausnahmsweise. Machen wir auf Englisch direkt, und los geht's. Wenn ihr was schmatzen hört, dann ist es der Mops, der hinterm Bild hier. Ach stimmt, den sieht man gar nicht mehr. Oder ich mach mal so, dann sieht man ihn. Oh, Moppi, guckst du heute auch mit? Ich muss ihn mal hier so... Der ist so groß geworden. Ja, oder? Manchmal ist er so unhandlich. Ich habe den ja, seitdem er 8 Wochen alt war. Da hat er noch in die Hand gepasst. Ja, das war auf jeden Fall einfach. Ich habe den dann immer in meine Jacke reingesteckt, wenn wir einkaufen waren und so. Das war süß. Versuch's doch nochmal. Du brauchst halt eine große Jacke. Vielleicht einen Mantel. Okay. Nee. Los geht's. Ich bin gespannt, wie laut das Ganze wieder ist. 어지럽게 뒤엉킨 머릿속에 거미처럼 어디로 갈까 하는 질문이 든 상관없어 발길이 닿는 대로 어떤 곳이든 I running 느슨해진 신발끈을 다시 묶어보인 나와 Get up 어디든 나는 갈 수 있어 Get up 갈 길을 가지 모두 비켜 Get out Cooler Effekt. 그렸던 자세를 펴 어디든 걸어 여유를 느껴 흙탕물 범벅길도 비가 번쩍한 길로 드라마틱함 틱하면 틱하고 척하면 척하는 결말을 만드는 감독 인생 명작소 꽉꽉 끈질기게 Was war das? Stray Kids. Oh, geil. Geil. Krass. Auch wieder viel mit Brass Section. Ja. Ja. Und Glasscheppern. Und noch irgendwas. Ach, dieser wummernde Bass. Ja. Das war's. Mehr konnte ich mir nicht merken. Ja. Und es war nur so rausgeworfen. Kannst du das Mikro vielleicht ein bisschen zu dir drehen, vorsichtig. Ja. Ja, also schematisch ist das Ganze hier, muss man sagen, die ganzen neuen Releases, die letzten Tage hier kamen, ähneln sich tatsächlich alle sehr in der Musikproduktion. Das, was wir hören, sind immer wieder so die Trap-Drums, die wir auf jeden Fall drin haben, eine fette Brass-Section, fetten Bass, unten so 808 Sub-Bass-mäßig, beziehungsweise 808 Drums. Ja, und wir haben leider auch wieder die super Lautheit hier. Ich traue mich gar nicht zu gucken.
Mach's aber trotzdem, aber ich schätze, die werden auf jeden Fall auch wieder da einiges... Okay, warte, welche Zahl sagst du? Wir waren ja gestern bei A-Teacher. Wie hieß der Song nochmal? Wonderland, genau. Da waren wir bei 9 dB. Waren es 9 dB? Ja. Oh! Das waren 9 dB. Ich dachte irgendwie, es waren 11. Nee. 11 wäre ja krass. Das Metallica-Album hatte 10. 9 dB waren die gestern und ich glaube... Ach, stimmt, 9,5 oder so. Ja, sogar, genau. Ne? Und ich glaube, die sind hier tatsächlich nicht weit davon entfernt, wenn nicht sogar identisch. Ich habe kurz oben auf dem Analyzer geguckt. Aber Okay, ich hätte jetzt 7,3 gesagt. Okay, hören wir nochmal weiter. Und was sagst du? Hören wir mal weiter. 눈감없는 다이스 앞뒤 없는 coin 어두면이 boring 때도 상관없어 나는 방해 없는 나침반을 보밀고 말은 그렇지 못하더라도 괜찮아 100 중에 하나라도 백제다 욕심부려 모든 색을 치러봤자 검은색만 남아 Get up 어디든 나는 갈 수 있어 Get up 갈 길을 가지 모든 비켜 Get up 어디로 가든 신경 낼거 다다라라 한국만을 바라보고 왔던 내 시야는 넓어지고 많은 길로 눈을 돌려 여러 갈래 길로 나눠진 이곳을 보면 거진 동공 Go! break the rules 가리막 타는 대로 숨이 더 끝까지 차올라 꽉꽉 끈질기게 먹고 떠올라 먹고 떠올라 Oh, geil. Boom. 어디로든 가난 Go go 내 맘대로 골라 Go go 어디로든 가난 Go go 가고 싶은 대로 따따라라 따라라따 멈추든 말든 에이 Das ist schon fast so richtig, ja, so richtig, welches Genre wäre das? Auf jeden Fall irgend so ein Tanzgenre, schon sehr transig, diese Brass-Section, die man hört, wo er auch dieses da-da-da-da. Stimmt, so ein bisschen. Das ist so Ich würde mal direkt so Techno sagen, ja, weil es für mich alles so in die gleiche Richtung geht, aber dieses elektrisch EDM, so ein Techno. Hands-up-Techno oder Trance, wo man schön in der Arena quasi da-da-da-da. Ja, könnte sowas könnte es halt auch werden. Und das ist wirklich auch der Sound, der da benutzt wurde, geht definitiv auch in diese Richtung, beziehungsweise wurde aus dieser abgeholt. Ja, es ist sehr interessant. Da sind aber sehr coole Zwischeneffekte, finde ich, da wo die wie so, ja, wie sagt man, so Digital Distortion Sounds, wo das wirklich so kurz mal so auseinanderbricht, so und dann so ein bisschen Transformer-mäßig auch. Sehr, sehr geil hier wieder. Ich finde diese Glassplitter-Effekte voll geil. Und das Musikvideo, die Kamerafahrten, die Videoeffekte, ja, mega geil. Die fand ich auch sehr, sehr, gerade wo die da so auf die Kamera zugelaufen sind und das dann immer wieder gewechselt hat, das fand ich auch sehr, sehr geil. Hören wir nochmal zu Ende. Wow. Mein Gott! Ja, absoluter Abriss, sehr, sehr fett. Ich weiß aber nicht, ob es mir persönlich gefällt, ehrlich gesagt. Es ist die letzten Tage, ich bin nicht so ganz zufrieden mit dem, was gerade im K-Pop passiert. Echt? Also 80s hat mir mega gut gefallen und das finde ich jetzt eigentlich auch geil. Das Ding ist, aber die klingen alle gleich. Es klingt sehr ähnlich, das ja. stimmt. Es ist sehr, seitdem wir Super M gehört haben, Jopping, habe ich das Gefühl, als ob da irgendjemand in der Lobby vorgesetzt hätte, was jetzt oder wie K-Pop klingen muss und alle machen das jetzt in diese Richtung. Das finde ich ein bisschen schade. Gut, aber aus dem Trailer von Super M zum Beispiel war es schon noch mal ein bisschen anders. Es war schon noch futuristischer. Aber wir warten noch, wir haben ja einige Kommentare bei dem Super M Video bekommen, dass ja wie auf dem Controller liegt.
dass wir da Supercar noch abchecken sollen auf jeden Fall, weil das auch im Trailer war. Das haben wir alles auf dem Schirm. Wir wollen das aber am besten natürlich mitnehmen mit dem Musikvideo, damit wir das gemeinsam für euch dann eben auch anschauen und analysieren können. Deswegen haben wir noch nicht reingehört. Aber wir wissen natürlich, dass das Album draußen ist. Ich hatte ja auch Spotify aufgemacht und so. Ich habe aber nichts weiter gehört. Ich auch noch nicht. Das warten wir extra ab, damit wir die First Reaction hier dann auch für euch mitnehmen können. Der sabbert hier meinen Controller tut mir voll. leid, ich halte die Hand drunter. Aber auch interessant, was ich auch in einem Kommentar gelesen habe. Irgendjemand hatte geschrieben, dass eigentlich von NCT 127, dieses Superhuman, was wir auch gemacht hatten, was ja ultra krass war, das war auch so futuristisch. Und da meinte auch jemand, dass sie das eigentlich für Super M hätten nehmen müssen, weil es perfekt da reingepasst hätte. Ja, stimmt. Vom Stil her, alle die Sounds. Wäre perfekt für Super M gewesen. Ja, aber ich weiß nicht, was das gerade soll. Also das ist irgendwie so Haschen nach Superlativen, habe ich das Gefühl. Also wirklich jetzt so vom musikalischen Aspekt her, finde ich das sehr unspektakulär, was gerade passiert. Die letzten 3 Gruppen, die wir uns angehört haben, von der Musikalität her einfach. Wir hatten ja angefangen, oder ich hatte angefangen mit K-Pop vor einem halben Jahr, fast genau. Und ich fand es besonders cool, weil es so versiert irgendwie, wie sagt man, in alle Richtungen irgendwie ging. Also weil von allem, was da war. Jetzt aber die letzten 3 Songs, die letzten 3 Gruppen waren ein bisschen zu viel einfach. Also es war wirklich einfach so... zu viel in den Songs und zu ähnlich? Zu ähnlich, aber auch, dass man hat das Gefühl, dass sie einfach zu krass nach Superlativen streben, das Ganze dann aber nicht aufgeht, weil die das im Mastering auch komplett überballern. Das macht keinen Spaß. Jetzt können wir mal nachgucken. Ja, das macht wirklich keinen Spaß. Hier ist auch schon wieder die Dynamik verloren gegangen. Das kann man ganz gut an Stellen, wo also jetzt auch wieder die tieffrequenten Sachen mit der Kick und dem Bass und so, das kommt alles gar nicht mehr so richtig rüber. Dynamik ist quasi nicht vorhanden. Selbst an Stellen, wo komplett die Instrumente rausgezogen werden. Ne, so wie hier. Normalerweise wäre das eine Stelle, gerade wenn du es auf Kopfhörern hörst, du hättest diesen Vakuumeffekt, den wir schon einige Male bei anderen Songs, das war krass, die ein paar Jahre älter teilweise sind oder zumindest, doch, das waren teilweise echt ein paar Jahre ältere Songs. Ich glaube, ich weiß nicht genau, aber ja. Ja, so, ich weiß nicht mehr genau welche, aber da hatten wir auch von Stray Kids ja auch mal welche Sachen, ich weiß die Beispiele, und von 80s auch. Stray Kids war Miro, My Pace. Ja, und von 80s auch. Einiges. Ich glaube, bei My Pace war das. Und gerade da fand ich es immer mega spektakulär, wenn die diese kurzen Breaks reingebaut haben, also diese super kurzen Pausen, so wie hier. Und das dann gerade auf Kopfhörern diesen Effekt hat von, man ist plötzlich so in einem Vakuum, so das ist so richtig gut. Ich fand das geil. Das war heftig, ich weiß es noch, weil ich habe sowas noch nie erlebt. Ich auch nicht. Und das haben wir ja wirklich, das war so ein K-Pop-Sensation, die wir hier hatten. War super spektakulär. Und hier hast du das gar nicht mehr so krass. Und das liegt eben unter anderem genau daran, dass das eben viel zu laut gemastert wurde. Auch dieses das wäre normalerweise eine Stelle, du wirst durchdrehen, wenn wir das jetzt auch mal vergleichen mit KDA Popstars. Und das war auch schon recht laut gemastert, aber es hatte trotzdem noch eine gewisse Dynamik drin, dass es wie du seinen Kopf hältst und er jetzt schläft. Man sieht es in der Kamera, sieht man meine Hand gar nicht. Ja, also Dana hält ihre Hand gerade genauso hier hin und er hat auch den Kopf komplett abgelegt und die Augen schon auf halb, also der schläft schon quasi. Das ist der Mopsi hier. Da war trotzdem noch genügend Dynamik da, dass dann der Effekt halt da war, von laut, leise, dass gewisse Frequenzen dann doch mal vielleicht ein bisschen die anderen übertrumpfen und dann doch mal so die Kick sich dann durchsetzen, so hast du nicht. Wenn du jetzt hier wieder auf den Equalizer schaust, warte mal, der geht sonst gleich weg. Achso, ich habe dir das Video gar nicht mehr an, so.
Dann siehst du auch, wie 어디로든 가난 go go 내 맘대로 골라 wie geradlinig das Ganze auf allen Frequenzen fast permanent, also durchgehend stattfindet, obwohl wir viele verschiedene Sachen hier hören, die eigentlich unterschiedlich laut sein sollten in der Dynamik auch. Dass es hier bei 20.000 Hertz nicht mehr viel passiert, liegt daran, dass, glaube ich, YouTube ab 16.000 Hertz killt. Also komplett rauszieht. Ist aber auch nicht weiter tragisch, weil das menschliche Ohr sowieso hier oben vor allen Dingen in unserem Alter nichts mehr hört. Das nimmt mit dem Alter ja dann noch ab. Hier unten übrigens hören wir sowieso auch nichts mehr. Das sind eher Frequenzen, die man dann spürt. Gerade hier so 40, 50 Hertz und so weiter. Alles drunter sowieso nicht mehr. Die Kopfhörer geben das theoretisch wieder. Das heißt, diese hier vor allen Dingen, falls ihr gute Kopfhörer braucht, die fangen bei 5 Hertz, meine ich, an und gehen bis 30.000 Hertz. Also das ist wirklich sehr, sehr tief und sehr, sehr hoch. Das heißt, theoretisch geben die geben das nicht theoretisch, die geben das tatsächlich wieder, nur hört der normale Mensch das einfach nicht mehr. Gut, so, auf jeden Fall ist das eben viel zu laut angelegt. YouTube normalisiert das Ganze ja. Was sagst du? Ich habe 7,3 gesagt. Ich sage, dass die zu dem, was gestern war, das Ding ist halt eigentlich, ist echt nur geraten. Du kannst es nicht hören, weil YouTube das normalisiert. Aber normalerweise würde ich sagen, die kommen genau gleich auf mit 80s von gestern, mit den 9,5 oder was das war, 9,2, wenn nicht sogar noch mehr. Und? Oh. Hä? Krass, siehst du? 0,2 dB nur. What? Das ist das, du kannst es gar nicht hören. Das ist das, was ich meinte, dass das Normalisieren in dem Klang keinen Unterschied macht. Da habe ich ja gestern noch gemeint, da müsste ich echt mal Super-Experten fragen, aber da wird sich wahrscheinlich jeder drum streiten. Das heißt, es macht tatsächlich keinen Unterschied. Es wurde hier, das Master wurde schon in einer leiseren Lautstärke unter das Video gesetzt und dann hochgeladen. Perfekt für YouTube. Perfekt für YouTube eigentlich, weil es nur um 0,2 dB normalisiert wurde, nach unten hin. Aber das ursprüngliche Master ist einfach schon komplett dynamikfrei. Aber, Versteht man das? Waren ja jetzt, ja. Also ich da würde ist schon sagen, ja. Da ist schon ein Unterschied zwischen, also das Master, wie es hier angelegt wurde, ist einfach so undynamisch und eher auf Lautheit angelegt, als dass es eben eine gewisse Dynamik hat. Und trotzdem kann man dieses Master natürlich dann wie hier unter ein Video legen und dann mehrere Dezibel leiser machen. Das müsste man sehen. Guckt euch das an. Jetzt schläft er. Ja. Aber es ist echt interessant, weil die letzten 3 Videos, beziehungsweise die letzten 3 neuen Releases, waren ja alle so, dass sie sehr wenig Dynamik hatten. Und bei Super M hatten wir uns noch so gewundert, weil die Trailer und diese Teaser ja richtig Abriss waren. Und die hatten Dynamik. Zumindest mehr als das finale Video, hatte ich den Eindruck. Müsste man aber nochmal genau... Und es war auch ein anderer Song, aber also da hatte man nicht den Eindruck, dass es an Dynamik fehlen würde. Und jetzt die letzten 3... Ja, aber bei dem fand ich es jetzt am wenigsten so, aber man hat es ja auf dem Equalizer gesehen, dass alles so in der gleichen... Ja, es ist natürlich im Endeffekt geht es darum, wie nimmt man es persönlich wahr und wie fühlt man den Song. Das ist das, was am Ende zählt. Dass diese ganzen Tools hier sind nur analytische und vor allen Dingen visuelle Hilfsmittel, die das Ganze dann natürlich dann nochmal schön darstellen können. Wenn das im Endeffekt für den Zuhörer gut ist, wenn er das so als gut empfindet, dann ist es auch gut, dann passt es halt auch. Für mich persönlich sage ich, dass es nicht, ich fühle das dann nicht mehr so. Also es ist schon so, dass ich denke, irgendwie bleibt da was auf der Strecke. Ob das jetzt dadurch, dass die Dynamik dann fehlt,
schätzt man diese Musikalität, die vielleicht dann doch drin ist, dann auch nicht mehr so krass. Also ich zumindest. Und es ist einfach nur noch Vollgas. So, also es ist nicht mehr so, okay, wir gehen mal kurz zurück und Dings, sondern es ist nur noch Abriss. Und alles nach vorne, nicht ein paar Instrumente zurück und eins hat so Vorrang oder steht gerade im Mittelpunkt, Ja, und sondern selbst- alles laut nach vorne. Und selbst wenn im Arrangement tatsächlich mal ein Instrument weniger gerade spielt, fällt es dir nicht unbedingt auf, weil alles eben so laut gemastert ist. Okay. Aber ja, vielleicht ist es gerade ein Wandel im K-Pop oder die Ja, probieren das vielleicht halt gerade wirklich. aus. Kann sein, ja. Also Auf jeden Fall interessante Beobachtung. Da bin ich auf die nächsten Releases gespannt. Ich auch. Also wie es da noch weitergeht. Ich jetzt auch, ich Diesen auch. Monat. Diesen Monat, ja. Ich fand aber sehr cool, dass sie etwas, gerade dieses, was ja erstmal nicht nach einem Instrument klingt und auch nicht so klingt, als ob man darauf und daraus Musik machen könnte, haben die den ganzen Track aufgebaut. Das läuft ja die ganze Zeit durch. Ja. 어지럽게 뒤엉킨 머릿속에 검은 Ne, es läuft permanent durch, wie der Grundton quasi immer so ein bisschen modelliert in den Frequenzen, dass man es mal weniger, mal mehr hört. Natürlich auch in der Lautstärke selbst, nur von diesem Instrument, aber eben auch dadurch, dass dann gewisse Frequenzen rausgefiltert werden und wieder reingesetzt werden. Gerade in den Höhen eben dann rausgefiltert werden. Der klassische High-Cut bzw. Low-Pass, den wir ja alle mittlerweile hoffentlich kennen. Deswegen, ja, sehr, sehr cool. Das fand ich sehr interessant, weil das eigentlich jetzt nicht so ein musikalisches Instrument ist, sondern wirklich irgendwie mehr wie ein Geräusch klingt. Und das haben wir durchgehend permanent im Track drin. Bis hier auf den Part. Genau, da ist es wieder. 어디로 가니 신경 낼거 한국만을 바라보고 왔던 내 시야는 넓어지고 많은 길로 눈을 돌려 여러 갈래 길로 나눠진 이곳을 보면 거진 동공 Go! break all the rules 날이 막 타는 대로 숨이 더 끝까지 차올라 꽉꽉 끈질기게 먹고 떠올려 Das ist Aber halt geil. stimmt da auch, aber dieser Übergang mit dem Drop und so ist nicht so stark. Ja, ja, das meine ich ja. Das Stimmt. Das ist genau, weil Dynamik fehlt. Du hast nicht den Verse, der vielleicht ein bisschen, das sind wenige Dezibel, die da einen Unterschied machen und nicht im Gesamten auch nur, sondern auch der einzelnen Elemente, die drin sind. Das macht, du bringst durch das Mastering, wenn du das so laut ziehst, bringst du ein Instrument, das normalerweise vielleicht nicht so laut wäre, auf das gleiche Level wie ein Instrument, also alles ist auf demselben Level von der Lautheit her und dann auch eben in der Wahrnehmung. Und natürlich dann auch Pausen und Nicht-Pausen und so weiter. Und das ist halt, Ja, aber ich finde trotzdem, ob man es fühlt oder nicht, weil mir ist es jetzt zum Beispiel bei diesem Song von denen am wenigsten aufgefallen. Der hat mich noch am meisten mitgenommen. Aber ich finde es trotzdem interessant, diese analytische Sichtweise und Herangehensweise zu betrachten und das eben mal zu sehen irgendwie, woran das liegen kann oder... vielleicht ist es hier, ist es für dich vielleicht weniger stark als bei den Songs gestern, weil die Normalisierung vielleicht doch nochmal irgendwas da gemacht hat. Aber ja, es ist schon, also wenn ich jetzt Spotify, also ich habe mich gewundert, dass es tatsächlich so 2-3 dB habe ich die Kopfhörer lauter als normalerweise. Aber ja, das hat, ja, das kann alle möglichen Gründe haben, deswegen habe ich es jetzt nicht direkt aufs Video bezogen, aber dürfte auch nicht sein, weil YouTube ja alles eigentlich normalisiert, aber ich habe da auch das Gefühl, dass da immer so ein kleiner Spielraum ist, auch bei dem YouTube-Player. Ist so. Da müsste man jetzt einen direkten AB-Vergleich machen zu dem Stray Kids Double Knot und dem 80s Wonderland. Aber diese Effekte hier zwischendrin sind halt mega geil, ne? Und ich kann mich daran erinnern, dass bei den älteren Songs von den Jungs und so, die haben mal sowas schon immer eingebaut, dass mich das da auch schon vom Hocker gehauen hat. 날이 막 타는 대로 숨이 더 끝까지 차올라 꽉꽉 끈질기게 먹고 떠올려
Übrigens, hier deine neuen Lieblingsschuhe, ne? Docs, ja doch, diesmal sind Docs. Aber das sind die normalen mit der flachen Sohle. Das ist halt geil hier mit diesem... Er hat auch so ein bisschen was von Dubstep, ne? Diese Elemente. Auch geil, sehr... Das eigentlich auch was total Musikalisches, dass sie dann hier auf das Hauptthema der Super Horns, Super Saw Horns, weil die so einen Saw-Sound-Charakter eigentlich haben, also wirklich Synthesizer, dieses dass der Subbass dann an der Stelle das Thema genau gleich mitspielt. Ja. Also das ist auch sehr, sehr cool. Also sehr krasses Detail, musikalisches Detail. Genau, spielen ja alles mit. Na, und hier war eigentlich auch ein Break drin, also kurze Stille. Jetzt habe ich es verpasst. Der fällt dir gar nicht auf. Der ist eigentlich eine... Break? Da hast du eine kurze Pause, ja. Oh, krass. Da ist da vielleicht noch Nachhallen von den Vocals ein bisschen drin, aber es spielt kein Instrument mehr. Es ist nur eine Sechzehntelpause, glaube ich, müsste ich jetzt zählen. Aber die ist schon sehr kurz, aber normalerweise wäre das eine Pause, wo du echt diesen Effekt von so kurz, diesen Vakuum-Effekt hast, dass du so... Krass, also auf Kopfhörern. Wenn du es jetzt im Raum hörst, ist es nicht ganz... Auf Kopfhörer. Auf diesen Kopfhörer. Auf den besten. Nein. Auf den... unten verlinkt. Da ja wieder. Aber ist dann nicht noch dieses Ja, im Hintergrund? Ja, die Hi-Hat. Die spielt das schon noch durch, aber alles, du hast ja so einen voll epischen Brass-Section. Und das sollte schon ein bisschen, zumindest kurz und klein. Ja, und mehr als jetzt auf jeden Fall. Und das hast du nicht, es läuft einfach durch. So, ja, sonst hören wir den Song jetzt noch dreimal. Die Kamera ist auch schon ausgegangen. Das ist immer ein gutes Merkzeichen, Zeitpunkt. Ihr wisst, was ich meine. Dafür, dass wir schon viel zu viel gequatscht haben. Deswegen hoffe ich, dass ihr was gelernt habt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da und nicht vergessen, ein Glöckchen an für den Ehrenmann. Das bin ich und vergesst nicht Dana und den Mobs. Vielleicht sind beide sogar unten verlinkt und könnt ihr mal gerne folgen. Ja, in meinem letzten Video war Butch auch dabei. Ja, hast du ihn verlinkt? Nein. Aha, super. Schreibt mir mal in die Kommentare, das würde mich jetzt echt interessieren, was ihr dazu sagt, ob ihr seid ja noch mehr die Expertin als ich wahrscheinlich im K-Pop, ob ihr da so einen Wandel gerade beobachtet, dass es in so eine Richtung geht, dass alle jetzt so ein bisschen diesen superlativen Sound, nenne ich den mal, versuchen zu fahren, bis auf BTS natürlich, oder? Die haben das ja nicht so krass. Noch nicht. Also die nicht. haben jetzt ja noch keine weiteren neuen Releases. Die hatten ja eigentlich erst neue Releases, oder? Ja, und die waren ja alle sehr, sehr poppig. Ja. Also so dieses Standard Mainstream-Pop-Ding und J-Hope mit seinem Chicken Noodle Soup war komplett was anderes und sag's nicht, sonst hab ich wieder 3 Tage lang im Kopf. Du musst nur dieses Wort sagen und es geht bei mir direkt los. Genau, deswegen habe ich es ja gesagt. Ja. Auf jeden Fall, mir fehlt da gerade bei den neuen Releases hier aus dem Oktober so ein bisschen diese Variation. Das Wort habe ich vorhin gesucht. Die musikalische Variation. Ich hoffe, dass da noch ein paar Gruppen kommen mit ein bisschen anderen Nummern, weil gerade fühlt es sich so ein bisschen an, als ob alle das Gleiche machen. Oh, Dings. Rich Brian und Junga war ein bisschen anders. Das war anders. Das war anders. So ein bisschen 80s-Vibes, laid back. Stimmt, das war cool. Das fand ich sehr cool. Das war auch sehr erfrischend jetzt mit seinem Fukuhila und wie nennen die das hinten?
Mit seinem kleinen Tierchen hinten. Oh, dieses tote Frettchen da. Das war lustig. Okay, tschüss. Tschüss.